Also wenn ich nur ein Wort nennen darf zum Humboldt-Forum bzw. zum Berliner Schloss, dann fällt mir ein, dass es ein falsches Signal ist, falsches Signal zur falschen Zeit, am falschen Ort, weil es zum einen ein sehr kostspieliges Projekt ist. Das Geld hätte man sicherlich anders, das kommt ja nachher bei den weiteren Fragen auch nochmal zum Tragen, anders ausgeben können. Zum Beispiel, indem man versucht, Dinge wieder gut zu machen, aber auch indem man andere historische Ereignisse würdigt, ihre Aufarbeitung finanziert, ein Bewusstsein dafür schafft, worin Deutschland verstrickt gewesen ist und nach wie vor ja verstrickt ist. Also von daher Ideen gäbe es genug, wie man so viel Geld investieren kann an so einem zentralen Ort, Dinge aufarbeiten kann, ihrer gedenken kann, mahnen kann und versuchen kann, Dinge wieder aufzuarbeiten. Und das Signal, also nicht nur, weil man mit dem Geld anderes anfangen könnte, sondern eben auch das, was damit signalisiert wird, ist, es knüpft an Personen, an eine Zeit, an einen Umgang mit Geschichte, der eigentlich hätte der Vergangenheit angehören sollen. Also es hat was sehr Restauratives und ich denke, Berlin hat da mehr zu bieten. Also es gibt hier so viele schöne Initiative, so viel kreative und politische Kraft, die man hätte bündeln können, um was wirklich Neues, was Kreatives, was politisch in eine andere Richtung Weisendes an so einem zentralen Platz auch hätte installieren können, dem Raum geben können, vielleicht auch irgendwas tatsächlich von der Form her zeitgenössischeres, interessanteres, als ein altes Schloss aufzubauen. Ja, der Genozid an den Herero und Nama sollte in allererster Linie auch tatsächlich offiziell anerkannt werden. Es fehlt ja immer noch eine offiziell ausgesprochene Anerkennung, eine Entschuldigung und damit eben zusammenhängt auch der Versuch, Dinge, soweit es geht, man kann manches nicht mehr gut machen, aber zu versuchen, das, was gut zu machen ist, was rückgängig zu machen ist, was aufzuarbeiten ist, auch zu tun. Und dazu gehören natürlich Reparationszahlungen. Die Regierung argumentiert zwar, dass an Namibia mehr an Entwicklungshilfe geht, im Zusammenhang mit der gemeinsamen Geschichte, wie es so schön heißt. Aber zum einen ist der Begriff einer, der tatsächlich eher an die unheilvolle Geschichte anknüpft. Also Entwicklungshilfe wird immer von oben nach unten geleistet, ist geknüpft an bestimmte Bedingungen, ist also nichts, was Unrecht versucht wieder gut zu machen, sondern schafft im Grunde wieder neue Abhängigkeiten, ist aus von einer Hybris her, von einer Position her formuliert, die paternalistisch ist, die so etwas wie eine Zivilisierungsmission, eine Entwicklungsvision beinhaltet aus einer Perspektive, die, denke ich, Deutschland nicht gut ansteht im Zusammenhang mit dem Genozid, den sie vor über 100 Jahren dort begangen hat. Insofern denke ich, wäre es an der Zeit tatsächlich anzuerkennen, was da passiert worden ist, offiziell anzuerkennen und dann eben mit den Herero- und Nama-Gemeinschaften gemeinsam zu überlegen, wie das, was gut zu machen ist, wieder gut gemacht werden kann, Dinge wieder in Ordnung gebracht werden kann, wie Entschuldigungsleistungen auch fließen können, also nicht nur materieller Art, sondern auch anderer Art. Ja, Berlin ist ein Ort, der sehr geschichtsträchtig ist, der in der Vergangenheit sehr geschichtsträchtig gewesen ist und wo man an sehr vielen Stellen, auch gerade im Zentrum, aber auch in den Peripherien, erinnert wird. Und das ist auch gut so, dass man erinnert wird, sich auseinandersetzen kann mit verschiedenen Phasen der deutschen Geschichte, der Berliner Geschichte. Es gibt sehr kreative, sehr innovative, auch weniger kreative
disruptive und innovative, also sehr viele Formate auch, sich mit Geschichte, mit verschiedenen Phasen der Geschichte auseinanderzusetzen, nur eben nicht zum Kolonialismus. Also das ist eine richtige Lehrstelle, eine große Lehrstelle in Berlin. Und ich denke, es würde zum einen der Hauptstadt, aber eben auch der pulsierenden Großstadt Berlin gut anstehen, hier das Potenzial, das die verschiedenen Communities mitbringen, das verschiedene NGOs, Zivilgesellschaft, Kreative und so weiter mitbringen, zu bündeln und so etwas wie ein großes Zentrum oder mehrere kleine auch zu eröffnen, wo auf unterschiedliche Art und Weise dem Kolonialismus, der Verstrickung in den Versklavungshandel, aber auch aktueller neuer Formen von internationalen Abhängigkeiten, neokolonialen Strukturen, rassistischen Strukturen zu gedenken, sie aufzuarbeiten, so etwas wie Workshops für Schulen anzubieten, geführte Touren zu verschiedenen Themenschwerpunkten. Also wir haben ja Modelle in Berlin, wie man sehr schön und sehr kreativ und sehr kritisch und sehr reflexiv auch und sehr differenziert Geschichte aufarbeiten kann, mit Geschichte umgehen kann, sie für Berlin-BesucherInnen, für Schulklassen, für verschiedene Altersgruppen, für einzelne BesucherInnen auch zugänglich machen kann, mit digitalen Medien, mit künstlerischen Medien, mit pädagogischen Methoden. Und ich denke, das wäre an der Zeit, also nicht nur ein Mahnmal, das gedenkt, selbst das wäre an der Zeit, aber darüber hinaus tatsächlich ein Zentrum, in dem eine aktive, reflexive, differenzierte Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und mit dem deutschen Beitrag und der Verwobenheit in den Kolonialismus stattfindet. Ja, es lagern in deutschen Museen, in verschiedenen Beständen menschliche Gebeine, die im Zusammenhang mit dem Kolonialismus erworben, heißt es teilweise, wurden, die hergebracht worden sind, die gestohlen worden sind, die entführt worden sind. Ich weiß nicht, welcher Begriff da angemessen ist, die gebracht worden sind quasi, Schädelknochen, zum Teil zur Erinnerung, zu Demonstrationszwecken, aus irgendwelchen nostalgischen, aber eben auch zur Rasseforschung. Also die dazu beitragen sollten, so etwas wie eine menschliche Rasse von einer anderen zu unterscheiden, sie zu erforschen. Und diese Gebeine lagern zum Teil immer noch zu Hunderten und vielleicht sogar zu Tausenden in deutschen Museen, in Krankenhäusern, in Archiven, in Kellern, in Schuhkartons aufbewahrt. Und sie werden zurückgefordert. Sie werden von den Nachfahren der Ermordeten, der Getöteten, der entführten Gebeine zurückgefordert, um sie begraben zu können, beerdigen zu können, um sie wieder in die Heimat zu bringen. Und das ist tatsächlich ein Skandal, dass sich da die verschiedenen Museumsdirektionen, die Regierung und all die Beteiligten da so schwer tun, sich zu verabschieden von diesen Gebeinen und eigentlich nicht von sich aus auf die Idee gekommen sind, dass die Zeit der Rasseforschung eigentlich vorbei sein sollte und die Zeit eben plündernd durch die Welt zu gehen und mitzunehmen, was einem so gefällt, auch vorbei sein sollte und die Überreste der Toten den Angehörigen zurückzugeben sind. Ja, was die Beteiligung der Nachfahren an der Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit anbelangt, auch das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass diejenigen, die ausgebeutet worden sind, deren Leben zerstört worden ist, die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, natürlichen Ressourcen zerstört worden sind, wo sehr viel angeeignet worden ist, dass zumindest an diesem Punkt der Aufarbeitung der Geschichte sie zentral nicht nur zu berücksichtigen oder zu hören sind, sondern als
Akteure als maßgebliche Akteure einzubeziehen sind. Also dass hier eher die Fördereinrichtungen, aber auch die Akteure, Akteurinnen der deutschen Gesellschaft sich Rat holen, quasi sich beraten lassen, sich unterstützen lassen von denjenigen, die unter dem Kolonialismus gelitten haben, die zum einen aus der Perspektive derjenigen, die darunter gelitten haben, ganz andere Geschichten zu erzählen haben, auch ein ganz anderes Interesse haben, die aber tatsächlich auch eine ganz andere Intensität der Auseinandersetzung über die Jahre hatten als wir hier. Also im Unterschied zu Schulkindern von mir aus in der Bundesrepublik, die ja in der Regel nicht wissen, dass es so etwas wie den deutschen Kolonialismus überhaupt gegeben hat, wachsen damit die Kinder in den ehemaligen Kolonien auf. Das heißt, sie bringen auch sehr viel mehr Wissen, ganz anderes Wissen, sehr viel differenzierteres Wissen mit. Also wir wären gut beraten, uns beraten zu lassen. Insofern geht es dabei nicht nur um eine moralische, die auch wichtig ist, Einbeziehung, sondern tatsächlich um eine, die auch von den Erfahrungen, von den Erkenntnissen und wie gesagt aber eben auch von der Perspektive derjenigen nur profitieren kann. Aber es geht eben tatsächlich auch darum, die verschiedenen Perspektiven und hier vor allen Dingen die Perspektiven der Ausgebeuteten, deren Wissen angeeignet worden ist, ihnen nun Raum zu geben, ihr Wissen selber darzustellen, ihre Sichtweisen selber darzustellen. Und ich denke, das könnte auch für die Berliner, aber auch für die bundesdeutsche insgesamt Öffentlichkeit interessant zu sein, nicht nur immer im eigenen Wissen und in den eigenen Wahrnehmungen sich zu bewegen, sondern auch von außen einige Perspektiven auf die gemeinsame Geschichte präsentiert zu bekommen, einige Denkanstöße, Diskussionsbeiträge sich anzuhören. Ja, vielleicht wäre noch wichtig zu ergänzen, dass wir sehr häufig von der deutschen Perspektive und der Perspektive der ehemaligen Kolonien oder jetzt in dem Fall der Herero und Nama sprechen. Und was ich schon wahrnehme, ist, dass es auch hier in der Gesellschaft sehr viele kritische Stimmen gibt, sehr viele Stimmen nicht nur aus den diasporischen Communities, sondern auch aus der weißen Mehrheitsgesellschaft, die dieses Schloss für überflüssig halten, die sehr gerne auch in Kauf nehmen würden, weniger zu verdienen oder nicht so im Überfluss zu leben, wenn sie mit der Geschichte der Nation, deren Teil sie sind, wenn sie da ein etwas reineres Gewissen haben könnten und dass ja auch diese Stimmen nicht gehört werden, wenn so über die Köpfe einer gesellschaftskritischen Position hinweg von mir aus so ein Schloss gebaut wird, so ein repräsentatives, teures, an eine alte Zeit anknüpfendes. Also wer wird da hingehen in dieses Schloss? Das ist irgendeine bestimmte, ja wahrscheinlich Bildungselite, die sich als Bildungselite oder als Bildungsbürgertum versteht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch sehr viele weiße Berlinerinnen, die zum einen aus einer gesellschaftskritischen Ecke kommen oder auch ein Bedürfnis daran haben, die eigene Geschichte etwas differenzierter und kritischer dargestellt und reflektiert zu sehen, sehr gerne zu einer anderen Stätte gehen würden, als zu der, die da gerade gebaut wird. Aber auch wenn sie methodisch und didaktisch etwas prickelnder oder etwas ansprechender gestaltet wäre und dass man vielleicht auch über solche kreativen Methoden dann auch mit bestimmten Themen an Gruppen herankäme, die ja in Berlin sehr stark vertreten sind, die sich aber vielleicht mit den Themen noch nicht beschäftigt. Also dass auch aus der Mehrheitsgesellschaft heraus hier bestimmte Bedürfnisse nicht gesehen werden, wenn quasi immer wieder angeknüpft wird an irgendeine Größe, an ein Selbstbild, das tatsächlich auch die eigene Gesellschaft so nicht ungebrochen teilt. Also auch aus dieser Ecke, denke ich, sollte die Kritik gehört werden und die Bedürfnisse gehört werden. Aber jetzt in diesem konkreten Fall, wo es tatsächlich um so etwas wie Gebeine, wie Kolonialismus, wie Reparationszahlungen geht, sind natürlich die Stimmen derjenigen, die da zu Opfern gemacht worden sind, diejenigen, die maßgeblich sind. Also unabhängig davon jetzt, ob es innerhalb der weißen Gesellschaft auch Kritik gibt oder nicht, sind diese Stimmen natürlich die maßgeblichen.